Hallo und herzlich willkommen zu Inside Physics. Ich bin Steffen. Sind wir eigentlich allein im Universum oder gibt es da draußen noch anderes Leben? Wo sollten wir danach suchen? Das haben wir Professor Reiners vom Institut für Astrophysik an der Uni Göttingen gefragt. Wir wissen, dass auf der Erde Leben entstanden ist. Und naja, dann fangen wir so an. Dann suchen wir andere Sterne, bei denen es vielleicht auch solche Planeten gibt. Am liebsten eben erdähnliche Planeten, wo es vielleicht Wasser geben kann, wo Leben entstanden sein könnte. Aber wie findet man Planeten von anderen Sternen, sogenannte Exoplaneten? Schließlich sind sie ziemlich weit weg, ziemlich klein und ziemlich dunkel. Wir stellen euch die 6 wichtigsten Methoden vor. Naja, gut, wir können ja einfach mal ein sehr großes Teleskop bauen und damit Fotos von Exoplaneten machen. Und ja, das funktioniert auch. Hier zum Beispiel ist ein Foto des Planeten Beta Pictoris b, der den Stern Beta Pictoris umkreist. Das hat hier aber nur deshalb funktioniert, weil man dafür sehr gute Bedingungen hatte. Beta Pictoris b ist nicht zu nah an seinem hellen Stern, ungefähr so weit weg wie Saturn von der Sonne, und trotzdem nur ca. 1000 Mal dunkler als sein Stern. Außerdem sind wir recht nah dran am System. Aber wie schwierig wäre es, einen Planeten wie die Erde zu fotografieren? Tja, die Erde ist leider 10 Milliarden Mal dunkler als die Sonne und noch dazu deutlich näher an ihr. Das wäre so, als ob man versuchen würde, aus Berlin ein Glühwürmchen auf einem Leuchtturm in London zu erkennen. Das Fotografieren zumindest von erdähnlichen Exoplaneten ist also leider nicht ganz so einfach und deshalb haben sich die Forscher allerlei Tricks einfallen lassen. Eine sehr erfolgreiche Methode, die sich in den letzten Jahren auch durchgesetzt hat zur Entdeckung sehr vieler Planeten, ist die Methode, die man Transitmethode nennt. Also das ist im Grunde das Gleiche, als wenn wir eine Sonnenfinsternis haben, wenn der Mond an der Sonne vorbeiläuft, dann wird es dunkel. Und wenn der Stern sehr viel weiter weg ist und ein kleiner Planet da vorbeiläuft, dann wird es nicht unbedingt sofort dunkler, aber es wird ein klein bisschen dunkler. Und wenn man gerade zu dem Zeitpunkt diesen Stern beobachtet, dann kann man zwar den Planeten immer noch nicht wirklich sehen, aber dann wird eben der Stern für diesen kleinen Moment ein kleines bisschen dunkler. Und wenn ich das mehrere Male nacheinander, sagen wir mal im Laufe von einigen Wochen, beobachten kann und das eben periodisch immer wiederkehrt, dann kann ich sagen, okay, das muss ein Planet sein, der da vorbeiläuft. Die Größe des Signals hängt ganz einfach vom Verhältnis der Größe des Planeten zum Stern ab. Wenn der Planet genauso groß ist wie der Stern und da vorbeiläuft, ist der Stern weg. Das kann ich natürlich am einfachsten sehen. Das ist jetzt ein bisschen krasses Beispiel. Solche Verhältnisse gibt es natürlich nicht. Im Allgemeinen werden die Planeten sehr viel kleiner sein. Will man einen Planeten wie die Erde entdecken, muss man deshalb schon sehr genau hinschauen. Die Erde verdunkelt die Sonne nur um ein Zehntausendstel. Am leichtesten findet man deswegen Planeten, die sehr groß sind und deshalb den Stern stark verdunkeln und sehr nah am Stern sind, weil dann die Umlaufzeit kürzer ist und man öfter Transits sieht. Der erste mit der Transitmethode entdeckte Planet, AD 209458b oder einfach Osiris, war genau so einer, ein sogenannter heißer Jupiter. Das sind Gasplaneten ungefähr so groß wie Jupiter, die aber durch ihre Nähe zum Stern stark aufgeheizt werden. Osiris zum Beispiel umkreist seinen Stern in nur 3,5 Tagen und ist ca. 1000 Grad heiß. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen bei der Transitmethode. Manchmal haben Sterne nämlich auch einfach mal einen dunklen Fleck. Rotiert der Stern, dann wird er durch diesen Fleck auch periodisch dunkler. Das größte Problem bei der Transitmethode ist aber, dass Transits einfach sehr unwahrscheinlich sind. Wenn es einen Planeten um den Stern gibt, muss man schließlich aus genau der richtigen Richtung gucken, um einen Transit zu sehen. Bei Planeten wie der Erde würde man deshalb nur bei einem einzigen von 200 erdähnlichen Planeten tatsächlich einen Transit beobachten können. Einen anderen Ansatz verfolgt da die Astrometrie. Wir haben hier einen Planeten, der um einen Stern kreist. Um genau zu sein, kreisen eigentlich der Planet und sein Stern um das gemeinsame Massenzentrum. Das bedeutet also, auch der Stern bewegt sich durch die Anwesenheit des Planeten. In Wahrheit ist der Stern natürlich sehr weit weg, sodass man den Planeten selber gar nicht sieht. Aber wenn man ganz genau, also wirklich verdammt genau hinguckt, dann kann man dieses Wackeln des Sterns messen. Ihr erinnert euch noch an den Leuchtturm in London, den wir von Berlin aus beobachtet haben? Wenn jetzt der Leuchtturm wieder ein Stern wie die Sonne ist und ein erdähnlicher Planet um diesen kreist,
dann würde das dazu führen, dass der Leuchtturm innerhalb eines Jahres um ca. ein Zehntel Millimeter hin und her wackelt. Das gemeinsame Massenzentrum von Erde und Sonne liegt quasi im Zentrum der Sonne. Mit der astrometrischen Methode hat man deshalb noch keinen Planeten neu entdeckt und es ist ein fast hoffnungsloses Unterfangen, einen erdähnlichen Planeten direkt über die Bewegungen des Sterns zu entdecken. Über einen kleinen Umweg hat man aber bessere Chancen. Das funktioniert über den sogenannten Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt ist uns bekannt aus dem Straßenverkehr beispielsweise. Wenn ein Fahrzeug auf uns zufährt und wieder wegfährt, dann hören wir unterschiedliche Höhen des Motorgeräusches oder was auch immer für Geräusche da rauskommen. Und das macht ein Stern mit seinem Licht auch, denn Licht ist auch nichts anderes als eine Welle, wie der Ton auch. Und diese Farbe des Lichts, also die Wellenlänge dieses Lichts, verändert sich, wenn sich der Stern bewegt. Konkret sieht das dann so aus. Der Stern bewegt sich, wie eben auch, um das gemeinsame Massenzentrum mit seinem Planeten. Das heißt, manchmal fliegt er auf uns zu und manchmal von uns weg. Der Doppler-Effekt sorgt jetzt dafür, dass der Stern blauer wird, wenn er auf uns zukommt, und röter, wenn er sich von uns entfernt. Und diese Farbänderung, die können wir messen mit sehr genauen Instrumenten. Und dann können wir sozusagen indirekt über die Bewegung des Sterns herausfinden, was für ein Planet sich dort befindet. Das nennt man die Radialgeschwindigkeitsmethode. Die Genauigkeit der Radialgeschwindigkeitsmethode ist tatsächlich das, was mich persönlich am meisten fasziniert. Das ist auch das, worüber wir forschen, woran wir arbeiten, die technologische Weiterentwicklung dieser Methode. Wir reden da von Geschwindigkeiten im Fußgängerbereich. Also 1 Meter pro Sekunde ist so die gängige Geschwindigkeitsgrenze, die wir so messen wollen, können und auch müssen, um Planeten nachzuweisen. Wenn wir die Erde um die Sonne nachweisen wollten, müssten wir Geschwindigkeiten im Bereich von 10 cm pro Sekunde messen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir, wenn der Stern, der so weit weg ist, der ist riesengroß, der kocht sozusagen vor sich hin, diese Oberfläche ist die ganze Zeit variabel und furchtbar weit weg. Und dieser Stern bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, die einer Fußgängergeschwindigkeit entspricht. Wir können also wirklich zu Fuß neben dem Stern im Grunde herlaufen. Und in einem Jahr macht er eine solche Bewegung und verändert dabei aufgrund dieser Geschwindigkeit seine Farbe auf eine minimale Weise. Und dass wir das messen können, das muss ich sagen, finde ich immer noch sehr faszinierend. Übersetzt sind das relative Genauigkeiten im Bereich 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 10. Jeder, der sich mit solchen Messungen beschäftigt, weiß sofort, oh je. Das wird aber auch im Labor schon schwierig, wenn ich das vor allen Dingen über Jahrzehnte hinweg machen möchte. Und genau das ist die technologische Herausforderung, vor der wir da stehen. Die Radialgeschwindigkeitsmethode und die Transitmethode sind die erfolgreichsten und haben zusammen bisher über 4000 Exoplaneten entdeckt. Und sie arbeiten auch sehr gut Hand in Hand. Hat man mit beiden Methoden Messungen geschafft, weiß man sowas wie die Masse, Größe, Dichte und Oberflächenbeschleunigung des Planeten. Einer der ersten Exoplaneten wurde aber mit einer ganz anderen Methode entdeckt, mit Hilfe von Pulsaren. Pulsare sind Neutronensterne, die an ihren magnetischen Polen hochenergetische Strahlung aussenden und so rotieren, dass dieser Strahl regelmäßig über die Erde streift. Auf der Erde kommen deshalb Pulse an, oft Tausende pro Sekunde in unglaublich zuverlässigen Abständen. Kreist ein Planet um einen Pulsar, dann bewegt sich auch der Pulsar selber, was durch den Doppler-Effekt, den wir auch eben schon bei der Radialgeschwindigkeitsmethode hatten, auf der Erde zu einer Änderung der Pulsfrequenz führt. 1992 wurden damit erdähnliche Exoplaneten im System des Pulsars PSR B12 57+12 nachgewiesen. Theoretisch kann man mit dieser Methode sogar Planeten kleiner als unser Mond detektieren. Aber natürlich funktioniert sie nur bei Sternen, die regelmäßig Pulse aussenden. Die letzte, sehr vielversprechende Methode ist die Mikrolinsenmethode. Was passiert ist, dass man das Licht eines anderen Sterns, der sehr viel weiter weg entfernt ist, zu Hilfe nimmt. Und dann passiert es manchmal, dass ein Stern mit einem Planeten sozusagen einen Transit des dahinterliegenden Sternsystems vollführt. Und das funktioniert dann so, dass in diesem Fall dieser dahinterliegende Stern nicht dunkler wird, sondern überraschenderweise heller. Das hat mit Einsteins Relativitätstheorie zu tun. Das Licht wird verbogen sozusagen, die Lichtwellen werden ein wenig vom Schwerefeld des Sterns abgelenkt. Und das führt dazu, dass ich im günstigsten Falle sogar ein bisschen mehr Licht abbekomme von dem dahinterliegenden Stern.
Dann sehe ich also den einen Stern vorbeilaufen und wenn der jetzt noch einen Planet hat, dann macht dieser Planet den gleichen Effekt auch nochmal. Und dann gibt es ein ganz lustiges Muster über die Zeit, das sieht wirklich sehr interessant aus. Und dieses Muster kann ich jetzt versuchen, über eine Modellrechnung zu analysieren und zu verstehen. Da ein solches Muster, wenn es von einem erdähnlichen Planeten ausgelöst wird, aber nur für ein paar Stunden sichtbar ist, braucht es eine weltweite Kollaboration, um auch wirklich im richtigen Moment genau hinzuschauen. Aber auch bei den anderen Detektionsmethoden wird eine weltweite Zusammenarbeit immer wichtiger, um neue, hochpräzise Instrumente zu entwickeln und die Sterne, bei denen man Planeten entdecken will, besser zu verstehen. Diese Roadmap, sage ich mal, also der Fahrplan, wie wir da wirklich jetzt hinkommen, auch eine Erde, eine zweite Erde wirklich zu entdecken oder vielleicht auch eine dritte oder so, das ist etwas, worauf man sich schon freuen kann. Also wie lange wird das noch dauern? Ich denke schon, dass wir da in den nächsten 10 Jahren deutliche Fortschritte machen werden. Ob wir da Erfolge erzielen werden, kann ich Ihnen nicht vorhersagen, aber ich weiß, dass wir da sicherlich sehr viel investieren werden. Das war's von uns für dieses Video. Man kann natürlich noch viel mehr über Exoplaneten reden, insbesondere über mögliches Leben auf Exoplaneten. Aber das gibt's vielleicht ein andermal. Schreibt uns gerne etwas Feedback in die Kommentare, was euch gefallen hat oder was euch noch interessieren würde. Dann noch ein großes Dankeschön an Professor Reiners für das Interview und an Bene, Daniela, Jakob, Steffen und Tobias, die mich bei Inside Physics unterstützen. Außerdem vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Und falls ihr noch mehr von uns sehen wollt, wie wäre es zum Beispiel mit Wie entstehen Galaxien? Also macht's gut und bleibt neugierig. Tschüss!